In dem Video seht ihr, wie man mit den Colorlock-Produkten so ein abgenutztes Sofa wieder aufarbeitet. Bevor wir starten, einmal gucken, was wir hier haben. Also wir haben hier ein Ledersofa, blau. Alter wissen wir nicht genau, ich schätze aber mal 20 Jahre plus. Und wir haben hier Farbabrieb von der Nutzung. Wir haben leichte Brüche schon, die aber noch im grünen Bereich sind. Das Leder ist einigermaßen weich, das ist auch gut. Also wir werden hier nicht mit einer Rückfettung arbeiten müssen oder dergleichen. In der Armlehne hat schon mal einer versucht, mit Farbe was zu machen. Ja, Farbton passt nicht, Deckkraft war nicht da und so weiter. Vielleicht war es auch Schuhcreme, weiß ich nicht. Und auffällig ist einmal diese Stelle hier, wo eine ganze Menge Kopffett wahrscheinlich drin ist. Und das müssen wir erstmal rausholen, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, wie gesagt, die Stelle wollen wir als erstes bearbeiten, dass wir da sicherstellen, dass das Fett raus ist. Wir machen das, indem wir zunächst mit dem Endfetter die Oberfläche entfetten, dass wir schon mal das Oberflächliche runterholen und dann müssen wir aber auch das Fett aus dem Leder rausziehen. Dafür nehmen wir die Fettabsorberpaste. Beide Produkte sind entfettende Produkte oder absorbieren Fett. Das tun sie natürlich auch auf unserer Haut. Deshalb bitte einen Handschuh anziehen, bevor ihr mit diesen beiden Produkten arbeitet, dass eure Haut nicht zu sehr strapaziert wird. Ich leg los. Nach 6 bis 12 Stunden ist die Fettabsorberpaste Pulver geworden. Hier sieht man ganz schön, dass da tatsächlich auch das Fett richtig rausgesogen worden ist. Also das Pulver nicht ganz weiß geworden, sondern hat so einen leichten gelblichen Stich. Und jetzt werden wir das mit dem Staubsauger, mit dem handelsüblichen Staubsauger reinigen, abbürsten. Ist nicht so empfehlenswert, weil das staubt ein bisschen zu viel, atmet man ein, sollte man nicht. Also gleich mit einer Bürste und einem Staubsauger einmal das Pulver runterholen und dann gehen wir zu dem nächsten Schritt. Ja, nach dem Saugen, beziehungsweise kann man, wenn man schon mal den Staubsauger in der Hand hat, auch schon mal in den Ritzen und so weiter das alles aussaugen. Das mache ich gleich noch. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist mit so einem handelsüblichen Kreppklebeband kann man einmal gucken, ob man gut entfettet hat. Hier sieht man,
hält ganz gut. Und hier, wo es noch ein bisschen dunkel ist, ja, hält es eigentlich nicht. Das heißt, wir werden da gleich nochmal intensiv mit dem Entfetter entfetten müssen, werden dann nochmal mit dem Klebeband testen, wie es dann aussieht, wenn es trocken ist. Und wenn das Klebeband nicht haftet, dann muss man nochmal mit der Fettabsorberpaste ran, nochmal 6 bis 12 Stunden warten und dann kann man erst färben. Ja, mit dem Entfetter entfettet, trocken lassen und Viertelstunde, 20 Minuten und dann Taper-Test und das sieht schon deutlich besser aus, hält sauber. Da traue ich mich jetzt, Farbe drauf zu machen. Bevor wir Farbe drauf machen, Lederreiniger mild und Bürste, das ganze Sofa sauber machen. Dann schleifen wir alles glatt, was rau ist oder was ein bisschen schöner aussehen soll und wieder ein bisschen weicher werden soll. Und dann werden wir entfetten und bevor wir die Farbe auftragen, bin ich wieder zurück. Ja, mit Lederreiniger gereinigt. Dann habe ich alle rauen Stellen glatt geschliffen. Keine Angst, das Schleifbett fühlt sich nur sehr rau an. Das ist aber wirklich, dadurch, dass es auf dem Schaumstoff ist, sehr freundlich zu den ganzen Kurven und so weiter. Also einfach alles einmal glatt schleifen und dann eben den Schleifstaub entfernen mit dem Entfetter und gleichzeitig die Oberfläche entfetten. Leder Fresh in der passenden Farbe. Einmal aufschütteln, das Pigment und Bindemittel gut vermischt sind. Handschuhe anziehen, wenn du magst. Und dann werden wir jetzt hier Schritt für Schritt einmal nachfärben.
Das Leder Fresh die Nachtönung kann man mit einem Heißluftföhn, Industrie-Heißluftföhn oder mit einem Haarföhn, Trockenföhn, nicht zu heiß föhnen, nicht das Leder verbrennen, aber da kriegt man ordentlich Geschwindigkeit drauf und kann eben so ein Sofa schneller nachfärben. Nächster Schritt ist jetzt aber mit dem Schleifpad nochmal die gesamte Fläche einmal glatt schleifen, überall wo es rau ist, wo die Farbe vielleicht nicht gleichmäßig ist, wo ein paar Streifen sind, vom Farbe auftragen, dass man das alles egalisiert. Und dann werden wir nochmal den finalen Farbauftrag machen und sehen uns dann wieder. Ja, der letzte Farbauftrag versucht man natürlich nochmal möglichst gleichmäßig zu bekommen. Und wenn man noch raue Stellen merkt, die ich jetzt hier nicht habe, dann kann man nochmal mit dem Schleifpad rübergehen, entweder mit einem benutzten blauen Schleifpad oder wir empfehlen unser Polierpad, das 4000er Körnung, dass man das einfach nochmal poliert, um raue Stellen wegzubekommen. Und dann kann man am nächsten Tag Lederprotektor auftragen. Das ist eine Pflegecreme mit einem UV-Filter und ja, denkbar einfach, wie jede andere Creme auch. Einmal hier in das Pflegetuch eingeben, da drin ein bisschen verreiben und dann einfach dünn und gleichmäßig auftragen. Wie gesagt, wir empfehlen das am nächsten Tag zu machen, dass die Farbe des Leder Fresh wirklich komplett durchgetrocknet ist.